Er schien wie aus dem Nichts zu kommen, um Europa zu beherrschen. Ein kleiner Leutnant erobert so viel Macht wie vor ihm nur die römischen Cäsaren. Am Ende verliert er innerhalb von Tagen alles. Im Exil bleibt nichts außer der Erinnerung, die zur Legende wird. Zur Legende eines Kaisers und Staatsmanns, der Visionen für ein modernes Europa bringt. In Wahrheit ein machtbesessener Tyrann? Der Mythos vom Feldherrn Napoleon, ein Genie auf dem Schlachtfeld? Oder ein Kriegstreiber, der Europa in Brand steckt? Ein Kriegsverbrecher? Wer ist dieser Mann, der in der Verbannung seine Geschichte für die Nachwelt schreibt? Wie ist er privat? Ein Charmeur, dem die Herzen zufliegen? So sieht er es selbst. Oder doch ein kaltherziger Eroberer auf einem Schlachtfeld namens Liebe? Einer, der selbst sein Sterben stilisiert. Mit einer Haarlocke Napoleons lösen Wissenschaftler das letzte Rätsel um den gestürzten Kaiser. War es Mord? Napoleon Bonaparte. Er bleibt bis heute eine Sphinx mit vielen Gesichtern. Was ist Wahrheit, was Legende um diese Jahrtausendkarriere? Kein Ort liegt so fern. Das passende Exil für einen wie ihn, so scheint es. Napoleon Bonaparte war erst Europas Beherrscher, dann sein Zerstörer. Noch einmal rüstet er zur Schlacht, doch statt zum Schwert greift er jetzt zur Feder. Der Sturz lässt einen Mann gewöhnlich klein werden. Mich hat er unendlich emporgetragen. Jeder Tag auf dieser Insel befreit mich vom Anstrich eines Tyrannen, eines Mörders, eines Wilden. Napoleon kämpft um einen Ehrenplatz in der Geschichte. Aus Scheitern wird Triumph. Auf den Spuren des Mythos Napoleon. Wir treffen den Pariser Kunstsammler Pierre-Jean Chalencon in seinem Atelier. Das originale Testament Napoleons ist das Schmuckstück seiner Kollektion, in die er nur selten Einblick gewährt. Den Nachlass Napoleons sammelt Chalencon seit der Schulzeit. Erinnerungsstücke, die vom Schicksal des Korsen berichten. Der Mythos Napoleon ist für ihn wie eine Droge. Vieles stammt aus dem Besitz der Offiziere, die dem gestürzten Kaiser ins Exil folgten. Das spektakulärste Erbstück. In einem kunstvollen Döschen hat es die Jahrhunderte überstanden. Einst eine Geste der Gunst, soll es heute helfen, das Rätsel um den geheimnisumwitterten Tod Napoleons zu lösen. Eine Haarlocke Napoleons. Das Vermächtnis von St. Helena ist bis heute ein Geheimnis der Geschichte geblieben. Es beginnt mit der Erinnerung an die bescheidene Herkunft, als Sohn eines kleinen Landadligen von der Insel Korsika. Schon die Römer haben bei uns niemals Sklaven gemacht. Sie wussten, dass es unmöglich ist, einen Korsen zum Dienen zu zwingen. Erst mit 9 Jahren verlässt der junge Napoleone Bonaparte seine Heimatinsel. Der Vater schickt ihn auf die Militärschule von Brienne. Dort wird er wegen seines korsischen Akzents gehänselt. Doch der Außenseiter setzt sich schnell durch. Unter den Kadetten fällt er nicht nur wegen einer ungewöhnlichen Begabung in Mathematik auf. Der junge Bonaparte kann sich nur schwer unterordnen. Seine Lehrer urteilen, Korse von Geburt und Charakter wird es dieser junge Mann weit bringen. Der Beginn einer Jahrtausendkarriere. C'est le caractère extraordinaire de son destin.
In seinem Aufstieg aus dem Nichts steckt bis heute eine begeisternde Botschaft. Sie richtet sich an all die jungen Leute, die nichts haben außer ihrem Ehrgeiz und ihren Träumen. Auch wenn ich ein Niemand bin, kann ich trotzdem alles werden. Die Militärschule Saint-Cyr in der Bretagne. Bis heute wirkt die geradezu mystische Verbindung zwischen Soldaten, Offizieren und ihrem Feldherrn Napoleon. Jedes Jahr erinnern die Kadetten an das Vorbild, dessen Geist hier lebendig ist. Meine Devise hieß immer: Frankreich zuerst. Doch die Kadetten lernen auch, dass sich hinter dem Bild des charismatischen Führers ein genialer Stratege und Feldherr verbarg. Unterricht in einer Klasse angehender Offiziere des Heeres. Bis heute steht der erste Feldzug Napoleons auf dem Stundenplan. Ein Lehrbeispiel moderner Kriegsführung. 1796 übernimmt Bonaparte den Befehl über das kleine französische Heer. Nach jahrelangem Krieg fehlt es an Disziplin und Ausrüstung. In seinem Hauptquartier in Nizza entwickelt der neue Kommandant einen Plan, der die zerlumpten Einheiten zu einer schlagkräftigen Armee formen soll. Zu einer Angriffsarmee. Sie tritt an zu einem Feldzug, mit dem Napoleon zum ersten Mal die Landkarte Europas verändert. An der Grenze Italiens sammelt er seine Truppe. Jenseits der Berge wartet der Feind, die Armeen Österreichs und seiner Verbündeten. Die Art und Weise, wie nun Napoleon diesen überlegenen Gegner angriff, hat die Kriegsführung revolutioniert. Nach seinem Vorbild haben 1940 die deutschen Streitkräfte Frankreich mit ihren Panzern und die Amerikaner im Golfkrieg von 1991 die irakische Armee besiegt. Napoleon ist ein Feldherrengenie, das die Jahrhunderte überdauert. Er spaltet mit ungekanntem Tempo die schwerfällige Armee des Gegners. Wo er angreift, ist er in der Überzahl. Und er greift ständig an, mit aller Macht. Gewinnt 4 Schlachten in 4 Tagen. Der Feldherr selbst steht mitten im Kugelhagel, so behauptet die Legende. La légende de Napoléon apparaît, naît dans les plaines d'Italie. In Italien wird der Mythos Napoleon geboren. Er selbst arbeitet nach Kräften daran. Er lässt sich malen und in Gedichten preisen, nicht nur als General, sondern als Held. Er ist der eifrigste Erfinder seines Ruhms. Inszeniert sich geschickt als glorreicher Feldherr, der nicht nur Heere führen kann. Als Mann, der erst am Anfang steht. Die Menschen in der Heimat liegen dem Kriegshelden zu Füßen, nur eine nicht. Seine Frau. Der junge General ist mit der 6 Jahre älteren Joséphine de Beauharnais verheiratet. Eine Beziehung, die er in Briefen als schicksalhaft verklärt. Sie schlugen sich. Sie liebten sich. So will es die Legende. Doch in Wahrheit ist die Ehe für Joséphine vor allem ein Zweckbündnis. Sie liebt nicht ihn, sondern seinen Ruhm. Die Verbindung soll ihr Sicherheit und Auskommen garantieren, für sie das Wichtigste in ihrem Leben. Jahre zuvor war die Adlige in den mörderischen Strudel der Revolutionszeit geraten. Die Gefängniszelle in einem ehemaligen Kloster. Hier erhält sie Nachricht von der Hinrichtung ihres ersten Mannes. An die Zellenwand hat Joséphine diese Zeilen geschrieben, Verse voller Verzweiflung. Freiheit und ein unbeschwertes Leben scheinen ihr nur noch eine vergebliche Hoffnung. Knapp entkommt sie der Guillotine. Steigende Schulden treiben sie in die Arme Napoleons, spotten Zeitgenossen. Der junge Aufsteiger hingegen lässt in den Ehering gravieren eine aufrichtige Liebe.
Er tat alles, um sie zu erobern. Aber sie wollte nicht erobert werden wie ein Schlachtfeld. Das war etwas, was er noch lernen musste. Napoleon, damals eben noch der kleine Bonaparte, schrieb flammende Briefe, Briefe voller Leidenschaft. Meine süße, unvergleichliche Josephine, 1000 Küsse für dich, aber sende keinen zurück. Sie setzen mein Herz in Brand. Kein Tag vergeht, ohne dass ich dich liebe. Keine Nacht, in der ich dich nicht in den Armen halte. Ich liebe dich mit jedem Tag mehr. Ich liebe dich mit jedem Tag mehr. Die Entfernung kuriert kleine Leidenschaften, aber die großen macht sie schlimmer. Doch der Mann, der als Feldherr Europa erschüttert, verliert auf dem Schlachtfeld der Liebe. Josephine genießt den frischen Ruhm ihres Gatten. Ihr Herz gehört anderen. Während er zu Felde zieht, empfängt sie zu Hause ihre Liebhaber. Als Napoleon von den Affären erfährt, scheint alles andere um ihn herum zu versinken. An meinem Ruhm liegt mir nichts mehr. Mit 29 Jahren habe ich alles ausgeschöpft. Auf den Spuren des Liebhabers Napoleon. Im Pariser Nationalarchiv werden die Schätze eines Jahrtausends aufbewahrt. Darunter auch Napoleons intime Briefe an Josephine. Louis Bonaparte, der spätere Napoleon III., hat den Nachlass seines Onkels hier einlagern lassen. Für die Psychologin Roswitha Kleiber aus Deutschland eine wertvolle Quelle, denn diese Briefe speisen den Mythos vom großen Liebhaber Napoleon. Die Wissenschaftlerin ist spezialisiert auf die Analyse historischer Handschriften. Wir fragen, würde dieser Mann wirklich alles aufgeben für die Liebe einer Frau? Wir haben in dieser Fülle von Schriften immer wieder ganz schwache Schriften, also zum Beispiel kleine Mikroschriften, dass man sich überlegt, ja, da fällt das ganze Napoleonische von ihm ab. Da ist er ein schwacher Mensch, der eigentlich sehr bedürftig ist. Das sind diese Stimmungslöcher, in die er auch leicht gefallen ist. Und wenn er dann müde heimkam und es war kein Brief von ihr da, dann hat ihn das total umgeschmissen. Aber 1-2 Tage später ist die Schrift wieder voll auf, da, auch ohne Josephine. Dieser Mann, für den die Liebe eine Stimmung ist, will andere Ziele erobern als nur das Herz einer Frau. In mir erwachte der Ehrgeiz, wahrhaft Großes zu vollbringen. Etwas, das mir bis dahin nur wie ein fantastischer Traum erschienen war. Hätte ich Frankreich 40 Jahre lang regiert, ich hätte aus ihm das schönste Weltreich gemacht, das jemals existiert hat. Frankreich, als Herr von Ägypten, wäre auch Herr von Indien. Ich hätte dort ein Reich begründet wie Alexander. Ich wäre nach Mekka gepilgert und hätte dort meine Gebete verrichtet. Wäre ich in Ägypten geblieben, ich wäre heute König des Orients. Der Osten sucht nach einem Mann. (1798) Napoleon in Ägypten. Die Pariser Regierung hat den allzu ehrgeizigen General in ein militärisches Abenteuer geschickt. Doch Napoleon wähnt sich in den Fußstapfen großer Vorbilder. Seine mitgebrachten Wissenschaftler entdecken die Schätze einer versunkenen Kultur. Der Stein von Rosette hilft später, die altägyptische Schrift zu entschlüsseln, die Hieroglyphen. Description de l'Égypte, Beschreibung Ägyptens. Das Monumentalwerk birgt all die neuen Erkenntnisse, die Napoleons Forscher von ihren Expeditionen mitbringen. Sie untersuchen die Pyramiden und die exotische Tier- und Pflanzenwelt. Sie vermessen die Sphinx, das Sinnbild aller Rätsel. Nur ein Sieg in diesem Feldzug des Wissens. Napoleons Unternehmung gibt unzählige und ungeahnte Antworten. Sie bringt Bilder mit zurück in die Heimat, an denen sich die Fantasie der Menschen berauschen kann. Am Ende entsteht eine neue Wissenschaft, die Ägyptologie. Und er fühlt sich als ihr Begründer. Napoleon inszeniert sich auf den Spuren Alexanders des Großen.
Doch militärisch gerät der Feldzug zum Debakel. Englische Kriegsschiffe versenken die französische Flotte vor Alexandria. Napoleon verlässt seine geschlagene Armee und schifft sich heimlich Richtung Frankreich ein. Neue Ziele rufen. Ich säuberte eine Revolution. Ich war dazu gezwungen, sie mit meinen starken Armen zu beschützen. Ich habe die Prinzipien der Revolution zur Zuversicht, zum Glauben, zur Religion aller Völker werden lassen. Ich bin das Vaterland. Späte Rechtfertigung für einen skrupellosen Staatsstreich, mit dem sich der General zum Staatsmann befördert. Der Putsch glückt nur mit Hilfe der Armee. Gerade aus Ägypten zurückgekehrt, setzt sich Napoleon an die Spitze eines Triumvirats. Wie einst Cäsar das antike Rom, regiert der korsische Artillerieoffizier Frankreich. Die Selbstinszenierung weist den Weg. Dieser Mann sieht sich noch nicht am Ziel. Bringt er Freiheit oder Tyrannei? Der Legende nach arbeitet er als Konsul rastlos für das Wohl des Landes, mit Visionen für ein modernes Frankreich, das in altem Glanz erstrahlen soll. Der Konsul Napoleon führt den Staat wie ein moderner Manager. In Malmaison, dem abgeschiedenen Landsitz der Bonapartes bei Paris, schlägt nun der Puls Frankreichs. Napoleon regiert nicht nur mit Gesten. Die Originalausgabe des Code Civil. Die Gesetzessammlung steht für die Vision des Staatsmannes Napoleon. Gleiches Recht für alle. Bis heute leben 150 Millionen Menschen auf der Grundlage dieses bürgerlichen Gesetzbuches. Innerhalb weniger Jahre verändert der Korse von hier aus das Gesicht Frankreichs, macht sich zum Helden aller freiheitsliebenden Menschen in Europa. Erst spät erkennen sie sein anderes Gesicht. Der Mann, der sich als Wahrer der Revolution verklärt, entpuppt sich in diesen Jahren als eiskalter Machtpolitiker. März 1804. Der Brief eines Vertrauten enthüllt Details aus einer nächtlichen Zusammenkunft. Napoleon gibt den Befehl, einen politischen Gegner brutal aus dem Weg zu räumen, einen, der seinen Ambitionen im Weg steht. Napoleon wollte das Kaiserreich. Er brauchte dazu einen öffentlichen Schock. Und den konnte er erzeugen, indem er ein Mitglied des alten Königshauses einer Verschwörung beschuldigte und umbringen ließ. Das demonstrierte seine uneingeschränkte Macht und brachte auch noch die Republikaner auf seine Seite. Napoleon lässt den Neffen des letzten Königs als Kopf einer Verschwörung anklagen. Beweise gibt es nicht. Doch das Urteil gegen den Herzog von Enghien steht schon vorher fest. Ein politischer Mord. Damit ist der Weg zur Krone frei. Dezember 1804. Erst ein Dutzend Jahre zuvor haben die Franzosen ihren König gestürzt. Jetzt huldigen sie einem Kaiser, der vorgibt, ihre Revolution zu retten. Krönung einer Geschichtslüge? Er kam aus dem Nichts, ein Niemand aus den staubigen Straßen Korsikas. Und jetzt war er nur Kraft seines Willens der mächtigste Mann der Erde. Ich fand die Krone Frankreichs in der Gosse und habe sie aufgehoben, sagt Napoleon. Er setzt sie sich selbst aufs Haupt. Der Papst nur willfähriger Statist in einer pompösen Inszenierung der Macht, in der auch Josephine eine Rolle zugewiesen bekommt. Sie darf Kaiserin sein von seinen Gnaden. Ein Triumph, den Napoleon für die Nachwelt festhalten lässt. Die Geburtsstunde seiner Dynastie. Für den Rest Europas ein unverzeihlicher Affront.
ein Kasperltheater. Weil es war damals klar, dass es sich um einen Usurpator handelt. Und das war etwas, was einfach ein echtes No-No war. Das hat man nicht akzeptiert, das gab es eigentlich nicht. Und dass jemand plötzlich gekommen ist, sich selbst gekrönt hat, die legitimen Personen umgebracht hat, das war einfach in seiner Gesamtheit nicht akzeptabel. Sie haben mich alle verschrien als Vernichter der Rechte der Völker, mich, der ich so viel für sie getan habe. Ich habe die Freiheit gesät, wo immer ich meinen Code Civil einführte. Ich wollte Europa den Frieden bringen. Doch Europa hat niemals aufgehört, gegen mich Krieg zu führen. Napoleon I., wie er sich selbst am liebsten sieht, als Kaiser und Vollender der Revolution in ganz Europa. Legende oder Wahrheit? Tatsächlich ziehen die Monarchen des Kontinents gegen den neuen Kaiser zu Felde. Allen voran die Armee Österreichs. Napoleon treibt seine Grande Armee in einem Gewaltmarsch nach Osten. 650 Kilometer in gerade einmal 3 Wochen. Strategisch ist er seinem schwerfälligen Gegner immer mehrere Züge voraus. Bei Ulm schließt er den Feind ein, ohne ein größeres Gefecht. Das Gros der österreichischen Armee kapituliert, vor einem Mann auf dem Höhepunkt seines Genies. Er ist mit einer komplett neuen Beweglichkeit gekommen. Er hat eine komplett neue Truppenzusammensetzung gehabt. Es war einfach eine Geschwindigkeit in der Kriegsführung drin, die für uns unvorstellbar war. Und er hat sich eine Armee geschaffen, die in der Lage war, seinen Krieg zu führen. Überreste eines Invasionsheeres. Hier werden Uniformteile der Grande Armee restauriert und analysiert. Die Wissenschaftler sind erstaunt über die hohe Qualität der militärischen Ausrüstung, die bis heute erkennbar ist. In ganz Europa hatte Napoleon eine regelrechte Industrie geschaffen, die exklusiv sein Heer bestückte. Stiefel, Uniformen und selbst kleinstes Zubehör sind auf lange Märsche und extreme Belastungen ausgelegt. So startet Napoleon die Eroberung. Immer die Initiative ergreifend, bestimmt er den Ort der Schlacht, die Europa entscheidend verändern wird: Austerlitz. Mit einer List will er siegen, bevor die Sonne den Nebel verdrängt. 70.000 Soldaten bietet der russische Zar auf. Napoleon räumt überraschend den strategisch wichtigen Pratzenhügel, eine Finte. Später sagt er, der Zar benahm sich, als würde er Manöver nach meinen Befehlen ausführen. Denn plötzlich tauchen Napoleons Truppen aus dem Nebel auf und siegen auf ganzer Linie. Für die alte Ordnung Europas ist es mehr als nur eine Niederlage. Ein neues Zeitalter scheint anzubrechen. Napoleon steht auf dem Gipfel der Macht. In der Heimat lässt er seine Siege in Granit und Marmor meißeln. Der Kaiser selbst wird nun als Cäsar vergöttert. Bis heute bleibt der Triumphbogen in Paris sein Denkmal. Hätte er aufhören können? Nach Austerlitz zum Beispiel. Sein Gegner Wellington hat einmal gesagt, Eroberer sind wie Kanonenkugeln. Wenn sie langsamer werden, stürzen sie ab. In diesem Sinne war Napoleon jemand, der immer weiter musste. Er war ein Getriebener. Napoleon unterwirft sich den Kontinent. Nach knapp 1000 Jahren hört das Heilige Römische Reich deutscher Nation auf zu existieren. Stattdessen schützen deutsche Vasallen Frankreichs Ostflanke. Doch der Krieg geht weiter. Napoleons Grande Armee überrennt Preußen. Napoleon in Berlin. Den Angriff seiner Feinde hat er zu seinem Triumph gemacht. Doch wann herrscht Frieden?
Der Kaiser regiert nun ganz im Stil der alten Könige. Er lässt Schloss Fontainebleau mit verschwenderischer Pracht ausstatten. Von hier kommandiert Napoleon Europa wie eine Armee, mit rastloser Energie und harter Hand. Er behandelt den Kontinent als Kolonie, setzt seine Verwandten auf die Throne der besiegten Länder. Sein Gesetz, der Code Civil, regiert Europa. Unrecht verhindert es nicht. Tatsächlich eint Napoleon den Kontinent, doch am Ende gegen sich. Sein autoritäres Regime macht selbst Freunde zu Feinden. Es gärt in seinem Riesenreich, dem er die Segnungen der Revolution versprochen hat. Stattdessen schickt er immer neue Armeen auf immer neue Schlachtfelder, in Kriege, die Sieger und Besiegte gleich viel Blut kosten, und Zehntausende von Toten, Jahr für Jahr. Napoleon, der selbsternannte Vater seiner Soldaten, muss hilflos mit ansehen, wie eine ganze Generation auf dem Schlachtfeld verblutet. So erzählt es die Legende. In Wahrheit wird der Bringer von Freiheit und Brüderlichkeit zum weltfremden Zyniker. Er verspottet die Opfer auf dem Schlachtfeld. Eine Nacht in Paris macht das wieder gut. Während der Kontinent in Flammen steht, gibt sich der Kaiser gern standesgemäßen Freuden hin. Er hat zahlreiche Affären. Die polnische Gräfin Marie Walewska ist die einzige, in die er sich ernsthaft verliebt, auch wenn er es später abstreitet. Madame Walewska hat mir meinen Außenminister besorgt. Sie hat sich nicht gesträubt. Meine wahre Geliebte war die Macht. Ich habe nie geliebt, nicht mit dem Herzen, höchstens vielleicht Josephine. Sie war das verführerischste, das bezauberndste Wesen, das ich gekannt habe. Aber ich schätzte sie nicht, denn sie hat zu viel gelogen. Schloss Malmaison wird der Rückzugsort für eine gekränkte Kaiserin Josephine. Der Kunstsammler Pierre-Jean Chalencon hat ein Dokument entdeckt, das ein Schlaglicht wirft auf den Liebhaber Napoleon. Mit diesem Buch kontrolliert Napoleon eigenhändig die Ausgaben des kaiserlichen Haushalts, vor allem die der Kaiserin. Er wirft ihr Verschwendungssucht vor. Josephine ahnt die wahren Gründe. Sie fühlt sich alt und abgelegt. Napoleons Briefe werden selten. Er führt wie immer Krieg und hat Affären. Die Frau, die er einst zu begehren schien wie sonst nichts auf dieser Welt, steht nun seinen Plänen im Weg. Ich wünschte mir, die Kaiserin würde sterben, soll er gesagt haben. Er wollte einen Erben. Er wusste, wenn er sich von ihr trennt, verliert er seinen Glücksstern. Aber er wollte einen Sohn. Das war der Grund der Trennung. Aber es hat ihm kein Glück gebracht. In die Gemächer von Schloss Fontainebleau zieht schnell eine neue ein. Die Heirat mit Marie-Louise von Habsburg soll ein Zweckbündnis mit Österreich besiegeln. Die Hochzeitsnacht stellt Napoleon zufrieden. Sie ist frisch, gesund, gut und naiv. Ich rate allen, heiraten Sie eine Deutsche. Sein Verhältnis zu Frauen, was er über sie sagt, wie er über sie schreibt, ich muss Ihnen sagen, das schockiert mich. Er hat sie nie wirklich geliebt. Er hat die Frauen nur benutzt. Marie-Louise schenkt ihm den ersehnten Erben. Doch das inszenierte Bild täuscht. Es folgt kein Rückzug ins Familienglück. Die letzten Schritte zur Universalmonarchie schienen kaum etwas zu kosten. Wenn die Russen nicht Moskau verbrannt hätten, so wäre ich Russlands Meister gewesen.
1812. Napoleon zieht gegen Russland. Als Moskau vor seinen Augen brennt, scheint er den Wendepunkt seiner Karriere erreicht zu haben. Doch der Feldzug entscheidet sich nicht erst in Moskau. Schon als die gigantische Streitmacht aufbricht, ist sie verloren. Auf einem Soldatenfriedhof im litauischen Vilnius finden wir die Spuren der bis dahin größten Armee der Weltgeschichte. Die Spuren ihres Untergangs. 600.000 Soldaten sollten Russland für ihren Kaiser Napoleon erobern. In Säcken lagern hier die Überreste tausender Toter. Opfer seiner Weltmachtsfantasie. Fast ein Drittel der Soldaten übersteht nicht einmal den Anmarsch. Sie sterben vor Hunger oder Durst oder desertieren. Amateuraufnahmen aus Vilnius. Zufällig entdecken Bauarbeiter im Herbst 2001 Menschenknochen im Erdreich. Ein Massengrab französischer Soldaten, die durch Litauen marschierten. Über 3000 Leichen. Für den Anthropologen Rimantas Jankauskas ist es der Fund seines Lebens. Seine Mitarbeiter wundern sich über den Zustand der Skelette. Dicht aneinander gedrängt und scheinbar unverletzt wurden die Soldaten offenbar eiligst verscharrt. Die stummen Überreste eines beispiellosen Massensterbens. Viel zu spät hat Napoleon den Rückzug befohlen, mitten hinein in den russischen Winter. Selbstmord einer großen Armee. An der Universität von Vilnius. Die Wissenschaftler lesen aus den Knochenfunden die Geschichte des Untergangs des französischen Invasionsheeres. Die Skelette weisen Spuren von Unterernährung auf und Infektionskrankheiten. 37.000 Soldaten starben in Vilnius innerhalb von nur 3 Tagen. Sie starben nicht im Kampf, sondern vor Hunger, Kälte und Verzweiflung. Das sind die Spuren eines ungeheuren Todeskampfes. Der Befehlshaber der zum Tode Verdammten hat nur sein eigenes Schicksal im Sinn. Napoleon, den die Propaganda immer noch umringt von jubelnden Soldaten zeigt, lässt von der Front verkünden, der Gesundheit seiner Majestät ging es nie besser. Das ist seine größte Schwäche. Er hat immer nur sich selbst gedient, niemals einer Sache. Das ist der schwarze Abgrund des Genies. Als Feldherr gescheitert, als Herrscher gestürzt, wird Napoleon zum ersten Mal ins Exil getrieben, auf die Mittelmeerinsel Elba, allzu nah an Frankreich. Denn er kehrt zurück, die Schwäche der neuen Herrscher eiskalt ausnutzend. Noch einmal gewinnt er die Armee für sich. Die Einheiten, die seinen Marsch auf Paris stoppen sollen, laufen über. Bis Grenoble war ich ein Abenteurer, sagt er. Dort wurde ich wieder ein Souverän. Dieses Schlachtfeld entscheidet sein Schicksal. Die Hügel um das belgische Dorf Waterloo. Hier setzt er alles auf eine Karte und sucht die Entscheidungsschlacht. England und Preußen haben ihm sofort den Krieg erklärt. Der Kaiser ist jetzt endgültig als Europas Hauptfeind Nummer 1 gebrandmarkt. Wie immer ergreift er die Initiative. Doch diesmal verpasst er den besten Zeitpunkt für die Attacke. Der Schauplatz heute. Hier zwangen ihn die Engländer zum Frontalangriff, bergauf.
Noch einmal bringt er hier den Feind an den Rand der Niederlage. Der Zufall entscheidet alles. Die preußische Armee verstärkt im letzten Augenblick die englischen Truppen. Napoleon glaubte, sie vernichtet. Ein fataler Irrtum. Napoleon ist zum endgültigen Rückzug gezwungen. Waterloo besiegelt seinen Sturz ins Nichts. Ich kann den Verlust der Schlacht bei Waterloo nicht begreifen. Das Schicksal hat gewollt, dass ich sie verlor. In seinen Memoiren feiert er unablässig seine Siege. Die Niederlagen quälen ihn bis zuletzt. Hätte ich in Moskau den Tod gefunden, dann besäße ich den Ruf, ein Eroberer ohne Beispiel zu sein. Am 5. Mai 1821 stirbt Napoleon Bonaparte. Der gestürzte Kaiser siecht in seinem Bett elend dahin. Das Bewusstsein hat er in den letzten Tagen nur selten wiedererlangt. Er, der alles eroberte und alles verlor, war am Ende nichts als seine eigene Legende. Doch starb er wirklich, Gott gegeben, in seinem Bett? Napoleon selbst hat den Tod mit dunklen Andeutungen vorhergesagt. Öffnen Sie meinen Körper, übersehen Sie nichts. Meinen schlimmsten Feinden wünsche ich nicht den Schrecken meiner letzten Stunden. Bis heute sind die Umstände von Napoleons Ende umstritten. War es doch Mord, wie der Sterbende ahnungsvoll verkündete? Seit einem Vierteljahrhundert forscht der Pathologe Professor Thomas Hindmarsh aus Ottawa über die Todesursache Napoleons. Er weiß, bis heute bleibt der offizielle Obduktionsbericht von St. Helena umstritten. Danach starb Napoleon an Magenkrebs. Doch Hindmarsh kennt auch die Theorien von einer schleichenden Vergiftung mit Arsen. Aber wer kam als Täter in Betracht? Seine englischen Bewacher? Eine Bedienstete? Oder gar seine Ärzte? Auch die Schwächen des Obduktionsberichtes kennt Pathologe Hindmarsh genau. Den Ärzten damals erschien Napoleon noch im Tode gut genährt. Unüblich für Magenkrebs. Wir brauchen endlich eine präzise Arsenuntersuchung mit Haarproben Napoleons. Das Problem aller Analysen war bislang, dass der Vergleich fehlte. In manchen dieser Proben wurden sehr unterschiedliche Arsenwerte festgestellt, obwohl die Haare am gleichen Tag abgeschnitten worden waren. Wir brauchen eine Vergleichsuntersuchung mit Haaren Napoleons aus der Zeit vor seinem Exil. Kein alltäglicher Fall für die Wissenschaftler im Forschungsreaktor der Technischen Universität München. Mit Hilfe des Kunsthistorikers Pierre-Jean Chalençon wollen sie nun das Rätsel um Napoleons Tod endgültig lösen. Dank der Unterstützung Chalençons stehen nun zum ersten Mal 2 Haarproben für eine Untersuchung bereit. Die Wissenschaftler präparieren ein Haar, das Napoleon unmittelbar nach seinem Tod entnommen wurde, und eine zweite Probe aus dem Jahr 1814. Eine systematische Vergiftung mit Arsen über einen längeren Zeitraum ließe sich so feststellen. Im Reaktor geben die Haare Napoleons ihr Geheimnis preis. Unter radioaktiver Bestrahlung. Ein deutliches Ergebnis. Zum Zeitpunkt des Todes zeigen die Werte eine harmlose Arsenkonzentration, um ein Vielfaches niedriger als im Jahr 1814, als Napoleon nachweislich gesund war.
Neben wissenschaftlichen Beweisen fehlt es auch an Motiven oder Tätern. Die angebliche Ermordung ist der letzte große Mythos Napoleons. Napoleon Bonaparte. Bis heute wiegt sein Erbe schwer. Das Vermächtnis von St. Helena zeichnet Aufstieg und Fall eines Jahrtausendgenies. Doch hinter der eigenen Verklärung erscheint die Maske eines machthungrigen Eroberers. Er war ein visionärer Staatsmann und ein Bringer des Fortschritts und opferte alles seinem grenzenlosen Ehrgeiz. Ich liebe und ich hasse ihn. Ich liebe ihn für den Traum, den er in sich trug, für sein Genie. Und ich verabscheue ihn für den Zustand, in dem er Frankreich und Europa hinterlassen hat. Ich hasse Eroberer, die alles ihrem Ehrgeiz opfern, auch wenn sie Genies sind. Und besonders dann, wenn sie ein Genie von napoleonischer Größe besitzen. Ein kleiner Leutnant, der einen Kontinent eroberte. Ein Stratege und ein Schlächter. Er hinterließ ungerührt Millionen von Toten. Nur sein eigenes Schicksal bewegte ihn. Hat er am Ende doch triumphiert? Trotz seiner Kriege, trotz seiner Niederlage bleibt Napoleon heute die meiststudierte und meistgeliebte Persönlichkeit der Geschichte. Das ist sein endgültiger Triumph. Nach seinem Tod wird Napoleon Bonaparte in den Pariser Invalidendom überführt. Das Grab wird zur Pilgerstätte. So ehrt man einen Heiligen und macht ihn unsterblich.